Hallo, herzlich willkommen zum neuen Film aus der Aquarellwerkstatt. Heute seht ihr mich hier in einem etwas anderen Setup, denn mein Motiv heute male ich direkt zwischen den Vorbereitungen für meine laufende Ausstellung in Kiel. Hier hinten seht ihr schon ein paar der aufgehängten Aquarelle. Es werden so ungefähr 60 bis 70 Bilder sein, die ich hier in dieser Strandvilla direkt am Strand in Kiel aufhängen werde. Ich freue mich sehr, eine umfangreiche Einzelausstellung. Die Ausstellung läuft bis zum 5. Mai und ist jeweils an den Wochenenden von Freitag bis Samstag zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. Heute im Film gibt es ein Motiv direkt frisch aus der Ausstellung. Ich male dieses rote Boot für euch. Die Materialien für mein heutiges Motiv sind Sienna gebrannt, Permanentalicerin, Xylinblau, Cobalt-Türkis Light, Neutraltinte von Winsor Newton, Quinacridon Rot, Ultramarin Violett und Titanweiß von Schminke. Viridiangrün von Winsor Newton und Lasurorange von Schminke habe ich vergessen hierher zu legen. Ich benutze kleine Mengen davon im kommenden Video auch. Ich arbeite auf Büttenpapier von Arches Graphin 300 Gramm. Das Format ist ungefähr DIN A4. Es kommen zum Einsatz meine eigenen Pinsel. Das ist ein synthetischer Pinsel in der Größe 6, ein Rotmarderhaarpinsel in Größe 10 und der Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12. Hier seht ihr nun schon meine Skizze liegen. Skizze und Referenzfoto bekommen die Unterstützer dieses Kanals wieder per Mail zugesendet. Dies ist ein Service speziell für unsere Unterstützer. Wir stellen hier ja jede Woche ein neues, kostenloses YouTube-Video für euch ein. Diese Videos machen uns sehr viel Freude und natürlich auch viel Arbeit. Deshalb vielen Dank für eure Mithilfe, um diesen Kanal am Leben zu erhalten. Alle Infos zu den Möglichkeiten der Unterstützung gibt's unter dem Video in der Videobeschreibung. Ich beginne auf trockenem Papier mit der Lasur für den Himmel und wähle hier eine leichte Mischung aus Ultramarinblau und Alizarin Karmesin. Ein Hauch Sienna gebrannt ist auch mit dabei. Im oberen Bereich des Himmels gebe ich etwas dickere Farbe hinzu. Zum Horizont hin soll der Himmel heller und blasser werden. Mit einer recht cremigen Mischung aus Ultramarinblau und Permanentalicerin und etwas Palettendreck deute ich die weit in der Entfernung liegenden bläulichen Berge an. Hier arbeite ich auf der noch nassen Himmelsfläche. Damit die Farbe nicht in alle Richtungen verläuft, trockne ich die Spitze meines Pinsels im Tuch in meiner linken Hand vor dem Auftragen jedes Mal ab. Man kann hier ganz schön sehen, wie trocken die Pinselhaare jetzt sind, und so bleibt die dunkle Farbe beim Auftragen an Ort und Stelle. Trotzdem entstehen noch weiche Ränder zur feuchten Himmelsfläche. Einige kleinere, dunkle Büsche setze ich hier in den Vordergrund. Die Dunkelheit der Uferstreifen wird später helfen, das Wasser richtig schön zum Leuchten zu bringen. Mit Xylinblau, Ultramarinblau und etwas Neutraltinte arbeite ich nun mit trockenem Pinsel die Wasserfläche. Hier ziehe ich mit dem Pinsel zügig über das Papier, sodass ein leicht aufgerissener Pinselstrich entsteht. Dies ist der Effekt des trockenen Pinsels, der hier die glitzernde Wasseroberfläche schön wiedergibt. Nun bereite ich mit dem größeren Eichhörnchenhaarpinsel die gesamte Fläche des Vordergrunds vor. Ich möchte sie in einem Blauton untermalen. Dies ist das helle Blau, welches nachher in den Pfützen zu sehen sein wird. Ich arbeite nun mit sehr viel Wasser auf trockenem Papier und variiere meinen Blauton häufig. Hierfür nehme ich Cobalt-Türkis Light, etwas Kobaltblau und Ultramarinblau. Zum unteren Bildrand hin kommt in das Ultramarinblau auch etwas Permanentalicerin Karmesin hinzu. Ein paar kleine Wasserspritzer geben dem Vordergrund Struktur.
Jetzt muss das gesamte Bild einmal durchtrocknen. Falls du es, so wie ich, föhnen möchtest, würde ich empfehlen, vorsichtig zu föhnen und vielleicht nicht mit der stärksten Stufe, damit das Absetzen der Pigmente auf dem Papier durch die heiße Luft nicht zu sehr gestört wird. Auch für dieses Originalaquarell hier im Film gemalt gibt es wieder eine Versteigerung auf eBay. Sie endet am 23. April 2024 um 16 Uhr. Den Link zu eBay findet ihr direkt unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr wie immer auch alle Materialien, die ich verwende, Links zu meiner Website und zu der Möglichkeit der Unterstützung unseres YouTube-Kanals. Ich werde nun das rote Boot malen. Ich lebe ja an der Küste in Norddeutschland und habe Boote sozusagen direkt vor der Haustür. Dieses hier ist mit seiner roten Farbe besonders schön. Ich verwende verschiedene warme und kalte Rottöne, um die Farbigkeit besonders variabel darzustellen. Ich arbeite mit Quinacridonrot, permanent Alizarin-Karmesin und etwas Lasurorange. Hierbei versuche ich die Farbe eher auf dem Papier als auf der Palette auszumischen. Mit einer Mischung aus Kobaltblau und Kobalttürkis Light male ich den blauen Zierstreifen und für den Kiel des Bootes verwende ich Neutraltinte mit Sienna gebrannt. Dieses maritime Motiv ist ja wie gesagt ein Heimspiel für mich. Umso mehr freue ich mich, dass ich als Aquarelldozentin auch häufig unterwegs bin und die unterschiedlichsten Motive vor mein künstlerisches Auge bekomme. Meine Kurse und Workshops finden in Deutschland und europaweit statt und sind im laufenden Jahr schon alle ausgebucht. Eine Möglichkeit, einen Kurs bei mir zu besuchen, gibt es aber noch. Der Workshop im Juni am Thunersee in der Schweiz hat noch einige Plätze frei. Er findet statt am 3. und 4. Juni in Spiez direkt am Thunersee und vielleicht hast du ja Lust, mit mir dort gemeinsam zu malen. Ich verlinke die E-Mail-Adresse zur Anmeldung für diesen Kurs unter dem Video in der Videobeschreibung. Vielleicht sehen wir uns dann ja im Juni in der Schweiz am Thunersee. Mit einer wässrigen Mischung aus Ultramarinblau und Permanentalizarin male ich die linke schattige Seite der Kajüte. Mit einer sehr kräftigen Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau male ich die Mauer hinter dem Boot. Hier sollte der Tonwert wirklich kräftig und dunkel sein, damit das Boot sich davor gut abhebt. Das zweite Boot, welches hier direkt vor der Mauer liegt, spare ich aus. Mit der gleichen Mischung und sich ständig veränderndem Verhältnis zwischen Blau und Sienna gebrannt, male ich nun das feuchte, sandige Hafenbecken im Vordergrund. Dabei spare ich die unregelmäßigen Formen der Pfützen aus. Die Farbe ist noch einigermaßen feucht und ich kann ein paar Seile in die Fläche hineinkratzen. Normalerweise würde ich hierfür einen Malspachtel benutzen. Dieser Clip von einem Bilderrahmen geht aber auch, es eignet sich im Grunde genommen jedes einigermaßen spitze Werkzeug dafür. Ein paar dunkle Spritzer gebe ich in den Vordergrund hinein und auch ein paar Punkte hier und da lockern diesen Bereich auf. Einige Schattenstriche setze ich unter die waagerechten Begrenzungslinien der Pfützen. Ich verwende hier die gleiche Braunmischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Mit einigen trockenen Pinselstrichen weiche ich die harten Kanten zwischen Pfütze und Sandfläche noch etwas auf.
Nun arbeite ich das zweite Boot im Hintergrund aus. Dieses Boot ist ja nur ein Nebenschauplatz in meiner Bildkomposition und wird dementsprechend farblich unauffälliger gestaltet. Ich arbeite mit einem dunklen Farbton aus Ultramarinblau und Neutraltinte und helle ihn zur rechten Seite hin mit Kobalttürkis Light und Wasser auf. Das Spiel von positiven und negativen Formen finde ich häufig sehr reizvoll. Hier versuche ich, das Boot auf der linken Seite dunkler und auf der rechten Seite heller als die Mauer zu malen. Die Mauer selbst möchte ich noch ein wenig möblieren. Hier kommen jetzt Tonnen, Fässer oder Fischerkisten ins Spiel. Diese Dinge sind auf dem Referenzfoto nicht zu sehen. Sie entspringen allein meiner Fantasie. Mit Permanentalicerin, Ultramarinblau und einem Hauch Viridiangrün mische ich mir eine schöne Schattenfarbe für die linke Seite des Bootes. Auch der Kiel des Bootes wird noch einmal überarbeitet. Vor allen Dingen im hinteren rechten Bereich setze ich eine dunkle Mischung aus Neutraltinte und Sienna gebrannt und verblende sie nach vorne hin mit Wasser, um den Tonwert hier heller zu halten. Die Zierleiste oben am Bootsrumpf füge ich jetzt noch ein und ich male den Reifen, der hier rechts an der Bordwand hängt. Auch die Fenster in der Kajüte bekommen noch dunkle Formen mit einer Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Den Antennenmast über der Kajüte möchte ich stark vereinfacht darstellen. Ich finde diese leicht schräge, vertikale Form schon sehr wichtig im Bild, aber ich möchte die doch etwas klobig wirkenden Aufbauten des Bootes nicht so realistisch darstellen. Mit Ultramarinblau, Permanentalicerin-Karmesin und einem Hauch Orange male ich nun die großen Schatten unter dem roten Boot. Wir haben ja eine diffuse Beleuchtungssituation von der rechten Seite, sodass ich hier links einen großen Schatten einfügen kann. Aber auch die Auflagefläche des Bootes auf der rechten Seite verblende ich mit einer kleineren Schattenform. Ein paar Striche in der Schattenfarbe über das gesamte Blatt verteilt bringen eine harmonische Wirkung. Und auch die Seile hier im Vordergrund kann ich nun mit dieser Schattenfarbe leicht andeuten. Jetzt fehlt noch ein wenig Detailarbeit. Ich möchte dieses runde Objekt vor der Kajüte noch besser herausarbeiten und male deshalb die schattige Seite der Kajüte etwas dunkler. In dem schwarzen Reifen setze ich noch eine Schattenform, so wirkt er plastischer. Einige Details noch im zweiten Boot, ganz locker angedeutet, nicht zu viel, damit das Auge des Betrachters hier nicht zu sehr hingezogen wird. Mit Deckweiß direkt aus der Tube arbeite ich das Geländer des Bootes mit zarten Strichen und einer feinen Pinselspitze. Um die Seile noch etwas deutlicher zu machen, ziehe ich sie mit einer Mischung aus Deckweiß und Jaune Brillant stellenweise etwas nach. Hier entscheide ich mich doch noch für eine leichte rote Spiegelung des Bootes in der Pfütze. Wirklich nur sehr vorsichtig und das Rot gut mit Wasser verblendet. So kann die rote Farbe jetzt noch einmal im Bild auftauchen, sollte aber für mein Gefühl wirklich nicht zu kräftig im Farbton werden. So, das war's für mein heutiges Motiv. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Wir freuen uns auch immer hier über einen Kommentar oder einen Like unter dem Video. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmalen des Motives und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.